Heute gibt's richtig viel Action. rechts, links. Ich kann mich nicht konzentrieren bei dem Game. Es wird Nacht im äußersten Süden des Allgäus. Und für manche einen ist die heute ziemlich kurz. 4 Uhr morgens, meine Beine funktionieren zum Glück schon, der Rest ist aber noch im Tiefschlaf. Aber ich habe mir sagen lassen, dass man die Sonnenaufgangstour aufs Riedberger Horn auf gar keinen Fall verpassen darf. Und bevor ich es vor Müdigkeit ganz vergesse, herzlich willkommen im Allgäu. Wollen wir los? Zusammen mit Naturführer Wolfgang Zeller geht es steil bergan zum höchsten Gipfel der Hörnerkette. Langsam dämmert es. Auch die Natur erwacht aus ihrem Tiefschlaf. Nach einer guten halben Stunde ist die erste Kammhöhe erreicht. Ab hier wird das Gelände unwegsamer. Die Tour hinauf zum Riedberger Horn führt mitten durch den Naturpark Nagelfluhkette. Für die vielen Berghühner dort ist Anfang Juni Balzzeit. Da gibt es ähnlich wie bei Hirschen den Platzhahn. An den Balzplätze geht es darum, wer ist Chef vom Balzplatz. Und da führen die sich ganz schön auf. Mit etwas Glück kann man die gurrenden Laute auch tatsächlich hören. Jetzt zeigt er sich. Warte, ich habe gedacht, wir wären schon oben. Fast. Also rein mental sind wir schon oben. Ja, Das sind nur ein paar Schritte, du weißt, wie man Leute motiviert. dass du einen freien Blick hast. Ich hab's schon Kurz vor 6 ist der Gipfel erreicht. Gerade noch rechtzeitig. Der Aufstieg hat sich gelohnt. Der Sonne Morgenstrahl weckt alle Kreatur, glänzt über Berg und Tal. Wie schön ist die Natur. Wenn das mal nicht stimmt. Die Aussicht vom Riedberger Horn mit seinen knapp 1800 Metern ist fantastisch. Nicht umsonst einer der schönsten Panoramaberge im Allgäu. Ich mache es ja öfters auch die Tour und trotzdem ist es jedes Mal wieder schön und darum quäle ich mich auch gerne in der Früh wieder raus. Und so wie heute war es noch nie. Nee? Nein, es ist jedes Mal anders. So, dann geht es wieder Richtung Tal. Aber schau mal, wie schön das jetzt alles glitzert hier. Toll. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. Wie geht's weiter? Wenn beim Alpen blühen Rote Rosen blühen. Nö, nö, nö. Ach, guck mal, da blüht's pink. Alpenrosenblüte im vollen Gang. Schön. Blühen die nur jetzt oder das ganze Jahr? Nö, das ist gerade jetzt für dich. Ein Wirklich? Blumenstrauß. Also tatsächlich wirklich bloß so Mitte Juni für 3 Wochen oder so um den Dreh. Und auch nur in höheren Gebirgslagen über 1000 Meter. Richtung Tal kommt sie immer seltener vor. Jetzt kommen wir langsam zur Hütte. Gibt's Futter für uns? Schön. Und zwar ganz lecker, das wird gut. Ich habe schon richtig Hunger. Die machen selber den Käse. Und ich hoffe jetzt drauf, dass wir da jetzt schon um die Uhrzeit ein richtig ordentliches Frühstück kriegen mit einem gescheiten Käsebrot. Die Sennalpe Ornach Danke. liegt auf knapp 1400 Metern Höhe. Senner Erwin Höchenberger sorgt dafür, dass aus guter Allgäuer Milch ein ebenso guter Bergkäse wird. Allgäuer Bergkäse ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Er darf nur in genau festgelegten Regionen hergestellt werden. Am besten auf einer der Sennhütten in den Bergen. Der sogenannte Käsebruch kommt in spezielle Formen und wird über Nacht gepresst.
das Allergrößte für mich ist halt der Käse machen. Die Faszination, Lebensmittel herzustellen, das teilweise unkalkulierbar ist. Also, dass man jetzt sagen kann, das ist richtig oder das ist falsch. Jeden Tag ist das Wetter anders, die Kühe sind anders, die Milch ist anders, in der Sennerei läuft es anders. Das ist für mich persönlich das eigentlich, was mich reizt an der ganzen Sache. Und zwar so sehr, dass Erwin seinen eigentlichen Beruf als Industriemechaniker nur noch im Winter ausübt. Im Sommer wohnt er mit seiner Familie auf der Sennalpe und genießt das Leben abseits vom Trubel. Dann konzentriert er sich ganz darauf, einen perfekten Bergkäse zu machen. Die Fleischbröckchen, die sich jetzt nicht ganz aufgelöst haben, die Fettbröckchen, das sind die Grieben. Das ist so ein bisschen angeröstet. Das ist jetzt wirklich, was wir danach gebraucht haben. Toll. Haben wir uns verdient. So, und das gute Stück hier, das packe ich jetzt ein. Das brauche ich nämlich später noch. Jetzt wird aber erstmal weiter Kraft getankt, denn ich wandere gleich weiter und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Wasser und Wandern. Dazu springen, schwimmen und klettern. Das ist Canyoning. Im Allgäu geht das besonders gut. Beim Springen. Also erstens, wir springen immer Füße voraus ins Wasser, weil es könnte sein, unsere Becken sind manchmal nicht ganz so tief, dass ihr unter Wasser leicht den Boden berührt. Das wollen wir mit den Füßen machen. Ja. Der Absprung ist genauso wichtig. Ich zeige euch, wo man auf dem Feld hier einen guten Absprung findet. Bitte stellt euch in so eine Schrittstellung hin. Ja. Nicht beide Füße zusammen, da ist man auf diesem unebenen Untergrund viel unstabiler. Ja. Die Arme nehmen wir an den Körper ran. Ja. Wir versuchen nicht zu fliegen. So beispielsweise ist gut. Nach einer ausführlichen Einweisung der erste Wasserkontakt. Schließlich wird heute jeder nass. Am besten, man gewöhnt sich gleich daran. Wichtig beim Abseilen: Konzentration. Schließlich hängen die meisten heute zum ersten Mal im Fels. Wow, das war Spaß, ey. Adrenalin pur. Ich habe mich selber abgeseilt. Das heißt, alles hing an mir. Gott sei Dank habe ich mich gerettet. Canyoning-Guide Philipp Reißiegel begleitet die Einsteigertour im Ostertal-Tobel. Gut 3 Stunden lang wandern die Teilnehmer mit der Strömung durch den Gebirgsbach, erleben dabei entspannte Passagen, aber auch echte Nervenkitzel. Philipp, kann eigentlich jeder Canyoning machen? Ja, praktisch jeder. Deswegen gibt es Bäche in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Beispielsweise hier im Ostertal haben wir ja wirklich das Schöne, dass man jede Stelle umlaufen kann. Wenn irgendjemand das beispielsweise sich abseilen will, das kommt manchmal vor, dann kann man hier einfach außen rumlaufen. Und so können auch Einsteiger wirklich gut sich an den Sport herantasten. Besonders beliebt das Plumpsklo. So heißt diese 2-stufige Rutsche. Gut angekommen? Dann erstmal Signal geben. Und weiter geht's. Deutlich mehr Überwindung kosten die Sprünge. Manche aus einer Höhe von bis zu 4 Metern. Damit alle sicher landen, gibt Philipp genau vor, wohin man springen muss. Und fast alle trauen sich. Fast. Der guten Stimmung tut das keinen Abbruch. Schließlich hat der Rest der Tour perfekt geklappt und auch noch Spaß gemacht. Wieder auf dem Trockenen geht's nach Ofterschwang, in eins der 5 Hörnerdörfer am Fuß der Hörnergruppe. Frisch geduscht und getrocknet geht's weiter und jetzt kommt auch mein Käse zum Einsatz.
Im Bauernhaus Buscheberta wartet bereits Hobbyköchin Annette Bader. So, Annette, was machen wir jetzt damit? Ja, da machen wir jetzt Kässpatzen draus. Ja, der sieht ja gut aus. Machst du gleich mal die Rinde ab? Ja. Dann kannst du das auch gleich reiben. Benutzen wir das ganze Stück? Wir benutzen das ganze Stück. Das brauchen wir alles. Je älter der Bergkäse, desto aromatischer die Kässpatzen. Also nur nicht geizen. Es ist eigentlich arme Leute-Gericht, sage ich. Es gab hier früher in den Bergen viel, was hier die Bergler, die Bauern hatten. Die hatten ihren Käse, den sie selber gemacht haben. Die haben Eier gehabt von ihren eigenen Hühnern, an Milch und an Mehl. Und mehr braucht man eigentlich zu den Kässpatzen nicht. Traditionelle Küche eben. Zuerst die Eier zum Mehl geben und kräftig rühren. Anschließend gut salzen. Fertig ist der Teig. Als nächstes reichlich Zwiebeln in Butter anbraten. Es gibt das ja auch mit Schaben, habe ich gesehen, ne? Ja, das gibt es im Schwäbischen. Das ganze Stück? Das ganze Stück kommt rein. Ganz schön gehaltvoll. Hier drüben wird das Sieb. Jetzt? Ja, jetzt. Also galant essen kann man die, glaube ich, nicht. Über den Käseteig kommen die gebratenen Zwiebeln, Schnittlauch und Pfeffer. Kalorienzählen verboten. Klasse. Magst du probieren? Ja, natürlich. Das hier ist alles total... ich kann mich nicht konzentrieren bei dem Käse. Das hier ist alles total urig. Und ich meine, du hast auch ein Dirndl an. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es euch wichtig ist, hier Traditionen zu bewahren. Stimmt das? Ja, auf jeden Fall. Wir werden eigentlich schon so erzogen. Wir wachsen schon so auf, würde ich sagen. Wir sind von klein auf in Vereinen, was ja auch gut ist. Also gar nicht altbacken, wie man das ja so noch von seinen Großeltern kennt. Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Das ist für uns einfach echt. Das ist Lebensgefühl. Das ist was für uns dazugehört. Ja, dann schauen wir doch jetzt mal, wie echt schmeckt. Ja, probier mal. Guten Appetit. Lass das schmecken. In den Hörnerdörfern ist das traditionelle Allgäu noch überall lebendig. Das Wissen und die Bräuche werden von Generation zu Generation weitergegeben. Daran hat auch der Tourismus nichts geändert. Aber selbst der hat ganz im Süden des Allgäus bereits Tradition. Im Sommer beliebtes Wanderrevier, kommen im Winter die Skifahrer. Die Hörnerbahn erschließt die Bergwelt das ganze Jahr über. Einige Gastgeber bieten das Programm Bergbahnen inklusive an. Wer bei ihnen übernachtet, kann die Bahn umsonst nutzen. Alle anderen Gäste erhalten bei einem Urlaub in den Hörnerdörfern die Allgäu-Walser-Card. Damit ist die Fahrt zumindest ermäßigt. Zahlreiche Attraktionen sind sogar kostenlos. Dazu gehören im Sommer auch die fast täglichen Aufführungen der Musikvereine und Trachtengruppen. Genau die richtige Einstimmung auf einen Urlaub in den Bergen. Fischen, das größte der Hörnerdörfer, ist ein heilklimatischer Kurort mit vielen Restaurants und Geschäften. Mitten im Ortszentrum das Heimathaus. In der oberen Etage ist das Skimuseum des Internationalen Skiverbandes FIS untergebracht. Immerhin sind die Hörnerdörfer Austragungsort von Weltcuprennen und deshalb bei Wintersportlern bekannt. Mit der Allgäu-Walser-Card kommt man kostenlos in das Museum. Die Jodlergruppe Ofterschwang beim Einsingen. Ganz wichtig ist, dass man hört, ob es zum anderen von der Herkunft, vom Gesamtklang dazu passt.
Dominik Speiser nimmt es mit den richtigen Tönen genau. La, Tiefe. ne? Jeder Ton muss sitzen, auch beim Jodeln, sonst klappt es nicht mit den Harmonien. Wie geht denn das, Jodeln? Also da muss man ja irgendwas machen mit der Zunge, mit dem Mund. Erklär mir mal, wie das geht. Ja, der Unterschied, also es gibt eine Bruststimme und Kopfstimme. Also die tieferen Töne, die singe ich in der Bruststimme, ganz kräftig und klar, probiere ich es zumindest. Und dann gibt es wieder die Kopfstimme, das sind bei mir die höheren Töne. Kannst du mir das mal ein bisschen zeigen, beibringen, dass ich vielleicht auch mal so ein bisschen das Gefühl kriege, wie sich das anfühlt? Ja, das können wir schon mal probieren. Also ich singe dir mal was vor und dann probieren wir das zusammen noch zum Singen. Oh Gott. Also es ist auch die Mischung zwischen der Bruststimme und zwischen der Kopfstimme, oder? Also zum Beispiel Ja, ja, genau. ganz schön Und lang. jetzt hast du den Unterschied gehört zwischen der Bruststimme und zwischen der Kopfstimme, so ungefähr. Ja, Jetzt probieren wir das einfach mal zusammen. Wir fahren einfach mit dem oberen Ton, also du, und dann können wir so ein wenig runter. Du, oh, du, du, oh, du, du, oh, du, du. du, ho, du, du, ho, du, du, ho, du, du. Ja, genau. Und jetzt noch ein bisschen mit Schwung. Okay. Hau den Stimme raus. Eine Etage höher geht es ebenfalls musikalisch zur Sache. Hier probt der Trachtenverein Alpenrose. Für diesen Fernsehauftritt haben alle ihre festlichen Trachten angezogen. Schon die kleinsten Platteln nach bester Allgäuer Manier. Anleitung bekommen sie von den Aktiven, die regelmäßig bei Veranstaltungen auf der Bühne stehen und jahrelange Erfahrung haben. Dass sich Kinder und junge Erwachsene gemeinsam zum Platteln treffen, zeigt, wie sehr Traditionspflege im Allgäu verwurzelt ist. Eine Altersstufe weiter sind die Schrittfolgen schon deutlich komplizierter. Auch hier gibt es Verbesserungsvorschläge vom Fachmann. Du vergisst einen Schlag. Spiel einmal nochmal. Wird schon falsch. Rechts, links, 1, 2. Das ist das erste. Okay. Was war das nochmal? Stampfen, klatschen, rechts, links, 1, 2. Achso, ich darf nicht mit beiden, ich muss so machen. Ja. Okay. Dann geht's weiter. 1, 2, 3, 4, 5, Ja, 6, mit Sicherheit. 7, 8, 9, 10, 11. Ja, kein Wunder, dass deine Beine so rot sind. Meine sind jetzt auch schon rot und nehmen ein bisschen Geklatsche. Oh Gott. Rechts, 1, 2, 4, 5, 6, Und hoch. Ha. Okay, der Männerpart, der ist ein bisschen schwierig. Der Frauenpart sah leichter aus. Den probiere ich jetzt mal aus.
Man erkennt mich nur noch an den Schuhen. Und was sagt ihr? Fesch? Ja, super. Wunderbar. Ja. Musik. Jetzt bloß keinen Drehwurm bekommen. Jetzt ist mir schon total schwindelig. Ach du grüne Neune. Ich glaube, da springe ich eher wieder. Ja, ist auch Übungssache. Ja, das ist schon, da kommen sie mit 4 Jahren kommen sie dazu. Und ja, da geht es dann weiter bis 16 und dann halt wieder, oder zu der Großen, dann weiter. Zu der Aktiven, da wo wir auch noch sind. Da bleibt man dann auch, bis man eigentlich heiratet. Ja, dann ist Feierabend. Dann ist Feierabend mit dem Datteln. Also ist das ja quasi eine moderne Art des Flirtens, oder nicht? Ja, so sagen. So sage, ja. Man kennt sich halt von klein auf, da kennt man sich dann eigentlich schon, aber man kann das auch so nennen, ja. Aber das sind eigentlich schon die ersten Kontakte, wo man sich näher kommt, gerade mit dem Tanzen und Käsekuchen! Wo bekommt man so eine Tracht eigentlich her? Vor allem die Hosenträger, die finde ich ja ganz toll. Also die Hosenträger hat meine Mutter gemacht, selber. Aber jetzt, wenn man jung anfängt, also klein, hat kleine Hosenträger, dann haben wir unseren Trachtentausch immer, wo dann die nächste Größe da ist. Und das gleiche mit der Lederhose auch oder mit den Schuhen. Das ist jetzt ein Erbstück von meinem Opa, von meinem Vater weitergereicht. Und ja, so kriegt man das halt nach und nach zusammen und der Hut genauso. Und, ja. Wer keine Erbstücke hat oder eine Mutter, die nähen kann, der fährt nach Oberstdorf zu Schneidemeisterin Hilde Übelhöher und deckt sich mit handgefertigten Trachten ein. Jedes Stück in ihrem Laden ist ein Unikat mit liebevollen Details und einem entsprechenden Preis. Für die aufwendigen Stickereien ist Heidi Baumgartner verantwortlich. Die Stickermeisterin hat für ihre Arbeiten schon mehrfach Preise gewonnen. Das ist auch anders wie letztes Mal, gell? Ja, ich habe wieder ganz einen eigenen Entwurf gemacht für das, was du hergerichtet hast von der... Das ist ja toll geworden da, gell? Ist das auch der Friseefaden? Ja, das ist dasselbe, wie ich da die Worte gelegt habe. Ihr Wissen gibt Heidi Baumgartner in Stickkursen weiter. Sie dauern bis zu einer Woche und werden von Gästen aus ganz Europa gebucht. Um solch eine filigrane Stickarbeit anzufertigen, braucht man allerdings viel Geschick und jahrelange Erfahrung. Es handelt sich hier um ein Kulturgut, das wir Frauen eigentlich von Generation zu Generation weitergegeben haben. Und durch das, dass die Kinder heute aber nicht mehr großen Handarbeitsunterricht haben, geht ihnen ganz, ganz viel von Muse und Kreativität und handwerklichem Können verloren. Von wegen Muße und Beschaulichkeit. Oberstdorf kann auch anders. An der Skisprungschanze testen nicht nur Spitzensportler ihre Grenzen aus. Wir haben viel Traditionelles kennengelernt, haben schöne Landschaften gesehen, hatten auch schon ein bisschen Action wie beim Canyoning. Aber in Sachen Nervenkitzel, da geht noch einiges. Faszination Skisprung nennt sich dieses außergewöhnliche Programm. Schon die erste Herausforderung hat es in sich. Du kannst hier auch schon mal leichte Sprungübungen machen. Ja, ja, sicher. Und einfach weich landen. Ja, ganz einfach wird das nicht hier oben. Gemeinsam mit Motivationstrainer Peter Tümmers kann man die verschiedenen Phasen eines Skisprungs nacherleben. So, okay, Magdalena, ich blockiere mal deine Ski. Du gehst einfach mal erst in Normallage rein. Schön breit stehen. Alle Gelenke gebeugt. Du entscheidest ganz alleine und fährst los. Natürlich ist Magdalena komplett gesichert. Okay. Dennoch kostet es einiges an Überwindung, sich vornüber ins Tal zu stürzen. Du bist hinten kurz gesichert. Nicht umsonst kommt dieses Programm auch bei Manager-Trainings zum Einsatz. Okay. Quasi nicht weg von der potenziellen Gefahr, von dem, was uns bedrohlich erscheint, sondern hinein in das Thema. Ich kann mich überhaupt nicht halten. Das ist mehr als nur Nervenkitzel. Hier stößt Simin an ihre Grenzen. Geh mal ein bisschen nach hinten. Merk mal, wann der Ski dir durchgehen würde. Das ist sau schwer. Ich habe den Eindruck die ganze Zeit, dass ich nach vorne kippe.
Du bist jetzt halt leider keine Alpinskifahrerin. Ich bin überhaupt gar keine Skifahrerin. Deswegen schon mal großen Respekt, überhaupt hier zu sein. Ja. Als Alpinskifahrer kennt man das Gefühl. Und ja. wenn die Leute beginnen am Skikurs mit dem Flug, dann sieht man das auch von außen gern, dass die sich gern nach hinten lehnen, ja. weil das Gefühl fremd ist. Ja. Das Gefühl ist fremd, sich über den Ski drüber zu legen, in das Leere hinein zu kippen. Ja. Aber genau das brauchen wir hier. Ja. Zweiter Versuch. Vielleicht traut sie sich diesmal. Nee, ich will nicht rutschen. Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Da haben noch nicht viele runtergeschaut. Hier, Auftaktschanze zur Vierschanzentournee. Ja. Und die kleinen Ameisen im Auslauf. Du kannst schon stolz sein. Ja, aber hier haben schon viele gezittert, glaube ich, so wie ich. Ja. So, Michael, du hast doch vorhin große Töne gespuckt. Du übernimmst. Mal schauen, ob sich Tonmann Michael überwinden kann. Denn auch er hat noch nie auf Skiern gestanden. Aber Wettbewerb verleiht bekanntlich Flügel. Er fährt tatsächlich los. Ziemlich heftig der Weg zur nächsten Station. Eine Hängebrücke führt zum Giant Swing. Dort kann man den Absprung von der Schanze und den Flug nacherleben. Auch das ist für Ungeübte nicht ohne. Die Herausforderungen sind unterschiedlich aufgebaut. Dieses langsame Loslassen vom Balken ist eine ganz andere Herausforderung, weil ich über den Ski muss. Ich muss körperlich aktiv und selbstgesteuert sein. Wohingegen dann das Rausspringen bei dem Giant Swing, da brauche ich einfach nur Überwindung und Mut. Viel Spaß. 30 Meter geht's in die Tiefe. Jetzt bin ich natürlich im Zugzwang, nachdem Michael mich gerade hat so alt aussehen lassen. Jetzt werde ich hier runterspringen. Oh Gott, ich habe Angst. Geht doch. Und diesmal hat er tatsächlich ja. Michael. Okay. Zweiter Versuch. Michael, super! Den Giant Swing haben alle mit Bravour gemeistert. Jetzt ist das Schanzentubing dran. So in etwa fühlt es sich für die Skispringer nach der Landung an. Ah, das haben wir jetzt wirklich verdient, gell, Michael? Oh ja. Nachdem du so für mich in die Bresche gesprungen bist. Prost. Ich muss sagen, mir hat es im Allgäu richtig gut gefallen. Diese Freundlichkeit der Leute hier, diese Gemütlichkeit, die wunderbare Landschaft und dass man aber auch so viel machen kann, also richtig viel Action. Ich komme wirklich gern wieder. Michael, und du? Auf jeden Fall. Ich hoffe, Sie auch. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Prost.